In diesem Video geht es um Elektrotechnik-Grundlagen und genauer um die Reihenschaltung und noch genauer um die Spannungsteilerregel. Die Spannungsteilerregel gehört zu den 5 Grundregeln, die man für die Berechnung von Größen in elektrischen Schaltkreisen braucht. Diese 5 Grundregeln sind das Ohmsche Gesetz, das immer gilt, die beiden Regeln für die Reihenschaltung und die beiden sehr ähnlichen Regeln für die Parallelschaltung. Das sind zum einen die Maschen- und die Knotenregel und zum anderen die Spannungsteiler- und die Stromteilerregel. Hier geht es um die Spannungsteilerregel, die beschreibt, in welchem Verhältnis sich eine elektrische Spannung auf mehrere Widerstände aufteilt. Daher auch der Name Spannungsteilerregel. Zum Beispiel könnte man die Spannung einer 24 Volt Batterie in 2 Teilspannungen von 4 Volt und 20 Volt aufteilen. Aber wie macht man das? Man verwendet Widerstände. Okay, aber wie erreicht man jetzt, dass die Spannung genau in 4 und in 20 Volt aufgeteilt wird und nicht zum Beispiel hälftig in 2 mal 12 Volt? Das kann man mit der Größe der Widerstände steuern. Je größer ein Widerstand, umso mehr Spannung fällt an ihm ab. Wenn man den Stromkreis mit nur einem Widerstand bestückt, dann fällt am Widerstand die gesamte Batteriespannung ab. In der Summe sind die erzeugte und die abgefallene Spannung 0. Bedient die Batterie 2 Widerstände statt einen, dann teilt sich die Batteriespannung auf die beiden auf. Sind die beiden Widerstände gleich groß, fällt an jedem eine gleich große Teilspannung von 12 Volt ab. Soll die Batteriespannung in einem anderen Verhältnis aufgeteilt werden, dann muss man auch andere Widerstände einsetzen. Ist der eine Widerstand doppelt so groß wie der andere, dann fällt an ihm auch die doppelte Spannung ab. Aber Vorsicht, die Gesamtspannung muss immer noch 24 Volt betragen. Diese 24 Volt verteilen sich jetzt nur anders, nämlich im Verhältnis 1:2. Anderes Beispiel. Ist der rechte Widerstand 5-mal größer, fällt an ihm auch eine 5-mal höhere Spannung ab als am linken Widerstand. Auch jetzt bleibt die Summe beider Teilspannungen so groß wie die Batteriespannung. Dieses Verhältnis der Widerstände ist übrigens auch die Lösung zu der Eingangsfrage. Man würde die 24 Volt Batteriespannung in 20 und in 4 Volt aufteilen, wenn man sie an 2 Widerständen von 1 und von 5 Ohm abfallen lässt. Hier stellen sich allerdings 2 neue Fragen. Erstens, gibt es eine sichere Methode, um auch kompliziertere Werte schnell zu berechnen? Zweitens, was ist, wenn man nicht 1 und 5 Ohm, sondern größere Widerstände wählt? Zunächst zur Methode. Die gibt es und es ist natürlich die Spannungsteilerregel. Das Verhältnis von 2 Größen zueinander wird dabei als Bruch geschrieben. Ist zum Beispiel der Widerstand R links halb so groß wie R rechts, dann schreibt man R links durch R rechts ist gleich 1/2. Ist das geforderte Verhältnis der Spannungen 4:20, dann muss sowohl U links durch U rechts gleich 4:20 sein, als auch R links durch R rechts gleich 4/20. Setzt man die beiden Brüche gleich, erhält man die Spannungsteilerregel. Damit man auch die Summe der Spannungen konstant hält, wie zum Beispiel hier die 24 Volt, kann man zusätzlich noch die Gleichung U gesamt gleich U links plus U rechts verwenden. Diese Gleichung ist übrigens die Maschenregel, eine weitere der 5 Grundregeln. Beispiel: Eine 9-Volt-Zelle soll eine LED versorgen, die allerdings nur eine Spannung von 2,2 Volt verträgt. Ist die Teilspannung kleiner als 2,2 Volt, geht die LED nicht an. Ist sie größer, droht sie zerstört zu werden. Der Widerstand der LED ist zwar temperaturabhängig und ändert sich ein wenig nach dem Einschalten, er werde aber mit konstanten 120 Ohm angenommen. Wie groß muss der Hilfswiderstand RH sein, damit von den 9 Volt der Batterie nur eine Teilspannung von 2,2 Volt an der LED abfällt? Hier die Lösung. Zum einen müssen die beiden Teilspannungen laut Maschenregel zusammen 9 Volt ergeben. Zum anderen sind die LED und der Hilfswiderstand in Reihe geschaltet, für sie gilt die Spannungsteilerregel. Darin ist UH zwar unbekannt, kann aber durch die umgestellte Maschenregel ersetzt werden. Jetzt nur noch nach RH auflösen und die Zahlenwerte einsetzen. Der Hilfswiderstand muss knapp 371 Ohm betragen. Das hätte man durch Kopfrechnen wohl nicht so schnell herausbekommen, oder? Damit wäre die Frage nach einer zuverlässigen Methode wohl beantwortet. Es stellte sich vorhin aber eine weitere Frage: Was für eine Rolle spielt die Größe der gewählten Widerstände?
Im ersten Beispiel ist der rechte Widerstand 5-mal größer als der linke. Beide zusammen bilden einen Ersatzwiderstand von 6 Ohm. Bei 24 Volt fließen damit 4 Ampere durch die Leitung. Würde man den rechten Widerstand durch einen doppelt so großen ersetzen, müsste man dann auch den linken Widerstand verdoppeln? Aber ja, denn sonst bliebe das Verhältnis der beiden zueinander gar nicht konstant. Allerdings würde auch der Ersatzwiderstand dadurch verdoppelt, nämlich auf 12 Ohm. Und das führt wiederum dazu, dass sich die Stromstärke halbiert. Damit wäre auch die zweite Frage beantwortet. Man kann zwar die Widerstände variieren, ohne die Teilspannungen zu verändern, allerdings ändert man dadurch den Strom. Größere Widerstände verkleinern den Strom, kleinere vergrößern ihn. Die Spannungsteilerregel kann man bei beliebig vielen Widerständen und Spannungen anwenden, solange die Bauteile einer Reihenschaltung angehören. Beispiel: Bei 3 Widerständen in Reihe entstehen 3 Teilspannungen. Auf sie kann die Spannungsteilerregel in einer bunten Vielfalt angewandt werden. Immer steht eine Spannung dem Widerstand gegenüber, an dem sie auch abfällt. Das gilt aber nicht nur für die Teilspannungen. Auch die 2 übergeordneten Spannungen lassen sich beliebig ins Verhältnis zu den Teilspannungen setzen. Ja, man kann noch weiter gehen. Die Spannungsteilerregel funktioniert sogar mit sich überlappenden Spannungen. Wichtig ist, dass den Spannungen auch die entsprechenden Widerstände gegenüberstehen, an denen sie abfallen. In den Aufgaben, denen man als Student bei solchen Schaltungen begegnet, wird üblicherweise die Batteriespannung U-Gesamt angegeben. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass U-Gesamt genauso variabel in die Spannungsteilerregel eingesetzt werden kann. U-Gesamt fällt an allen Widerständen ab. Sie sind hier mit RE als Ersatzwiderstand zusammengefasst. Ich habe RE ja schon im Video über die Reihenschaltung vorgestellt. Der Spannungsteilerregel stehen Studenten nicht immer freundlich gegenüber. Sie verwenden oft lieber das Ohmsche Gesetz. Auch wenn man mit Ohm zum selben Ergebnis kommt, so bietet die Spannungsteilerregel doch einen charmanten Vorteil. Sie ist schneller, denn zur Gegenüberstellung von Spannung und Widerständen braucht man keine Stromwerte zu berechnen. Für das U = R × I-Gesetz dagegen schon. Die Spannungsteilerregel spart dir also kostbare Zeit. Dieses Video geht nun zu Ende und das, wie üblich, mit dem Zusammenfassungsquiz, bei dem du das Video nach jeder Frage anhalten kannst, um dir die Antwort selber und in Ruhe zu überlegen. Wie nennt man eine Reihenschaltung, die aus einer Spannungsquelle und 2 Widerständen besteht? Einen Spannungsteiler. Zuerst wird ein kleiner Widerstand an eine 9-Volt-Batterie angeschlossen. Danach wird er durch einen größeren Widerstand ausgetauscht. An welchem der beiden Widerstände fällt eine höhere Spannung ab? An keinem. An beiden fällt jeweils die volle Batteriespannung ab, da sie die einzigen Widerstände im Stromkreis sind. Ein kleiner und ein großer Widerstand werden gemeinsam in Reihe mit einer Batterie zusammengeschaltet. An welchem der Widerstände fällt die größere Spannung ab? Am größeren Widerstand. Und durch welchen der beiden fließt ein kleinerer Strom? An keinem. Der Strom ist an jeder Stelle der Reihenschaltung jederzeit gleich groß. Wie erreicht man einen größeren Stromfluss durch die Reihenschaltung, ohne die Teilspannungen zu verändern? Durch Verkleinerung aller Widerstände um denselben Faktor. Gilt die Spannungsteilerregel auch zwischen übergeordneten Spannungen und deren Teilspannungen? Ja, solange sie dieselbe Reihenschaltung betreffen.